Grüezi, hallo und hoi zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte direkt starten mit einer Frage an euch. Und zwar, welche zwei berühmten Werke der klassischen Konzertliteratur fallen euch ganz spontan, ohne groß nachzudenken, innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein? Mir sind eingefallen die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven und die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich bin mir fast sicher, dass die wenigsten von euch gerade eben an ein berühmtes Werk einer weiblichen Komponistin gedacht haben. Dabei gibt es sie zuhauf, die wunderbaren, fantastischen und berührenden Werke weiblicher Komponistinnen von der Barockzeit bis zur Gegenwart. Ich denke, dass wir trotz aller Bemühungen der letzten Jahre und Jahrzehnte noch einen weiten Weg vor uns haben bis zu einer völligen Gleichberechtigung der Geschlechter im Klassikbetrieb. Erst wenn eine weibliche Dirigentin die Bühne eines großen Konzerthauses in einer bekannten Konzertreihe betritt und ein Orchester dirigiert, und zwar mit Werken, die überwiegend von weiblichen Komponistinnen geschrieben wurden und das Ganze kein speziell gefördertes Sonderprojekt, sondern einfach Alltag ist, dann sind wir angelangt bei einer Gleichberechtigung in der Klassikwelt. Meinen kleinen Beitrag zu diesem Weg möchte ich leisten mit meiner CD Feminae, The Female in Music. Als Thema für ihre 7 Variationen Opus 20 wählte Clara ein Albumblatt ihres Ehemannes Robert, und zwar in der Tonart Fis-Moll. Ich denke, die Wahl dieser Tonart ist kein Zufall gewesen, denn damals schrieb man den Tonarten bestimmte Charakteristika zu. Franz Schubert in seiner Ästhetik der Tonkunst hat der Tonart Fis-Moll zum Beispiel einen sehr düsteren, bösartigen Charakter zugeschrieben. Er schreibt: Der Ton Fis zerrt an der Leidenschaft wie ein bissiger Hund am Gewande.
Ganz besonders freue ich mich auch, das Werk einer lieben Bekannten, nämlich der russischen Komponistin Tatjana Komarowa, auf Feminae eingespielt zu haben. Tatjana lebt seit vielen Jahren in Berlin, wo ich auch das Video, welches ihr gerade anschaut, aufgenommen habe. Ich selber bin auch in Berlin geboren und das finde ich einen sehr schönen Dreiklang. Ich habe Tatjana vor vielen Jahren persönlich kennengelernt, als ich die Sonata das erste Mal einstudiert hatte. Ich habe ihr die Sonata vorgespielt, wir haben uns lange danach unterhalten und daraus ist ein sehr netter, herzlicher Kontakt entstanden, der bis heute anhält. Tatjana thematisiert in ihrer Sonata Kindheitserinnerungen. Sie hat die Sonata im Alter von 22 Jahren in einer Datscha in Russland komponiert. Es ist also eher ein frühes Werk von ihr. Und durch den Rückblick auf ihre Kindheitserinnerungen hat die Sonata einen eher wehmütigen, melancholischen Charakter. Den Variationen Opus 20 von Clara habe ich ein größeres Werk ihres Ehemannes Robert Schumann auf Feminae zur Seite gestellt, nämlich den Karneval. Der Karneval ist ein Zyklus von 22 kurzen Charakterstücken, in denen Robert die Davidsbündler kompositorisch vorstellt. Dieser Künstlerkreis bestand aus Musikerkollegen und Freunden von ihm, aber auch aus fiktiven Figuren aus der Commedia dell'arte und auch aus berühmten musikalischen Zeitgenossen, wie zum Beispiel Frédéric Chopin oder dem berühmt-berüchtigten Teufelsgeiger Niccolò Paganini. Während ich mir Gedanken gemacht habe, was ich auf diesem Video euch wohl alles erzähle, ist mir aufgefallen, dass ich selber tatsächlich erst im Alter von 17 Jahren das erste Mal ein Werk einer weiblichen Komponistin gespielt habe. Ich hätte damals ein paar kleinere Stücke von Fanny Hensel rausgesucht. Und wenn man bedenkt, dass man als Pianist meistens schon im Alter von 3, 4, 5 Jahren mit dem Klavierspiel beginnt, ich habe eher spät begonnen, im Alter von 6 Jahren, habe ich immerhin 11 Jahre lang ausschließlich Kompositionen von Männern gespielt. Das mache ich natürlich bei meinen eigenen Schülern besser.